Morgen ist wieder Matchday und damit heißt wieder die Spieltagsvorschau vor dem Spiel gegen Braunschweig. Ich habe richtig Bock auf das Spiel. Wir gucken heute wieder alles durch. Startelf, Saison, Fazit im Endeffekt, beziehungsweise die Punkte, wie gut sie waren und so weiter und so fort. Braunschweig eine Mannschaft, die sich sehr gut verstärkt hat, meiner Meinung nach, mit sehr, sehr interessanten Spielern und könnte für mich auch die Überraschung der Saison werden. In dem Punkt blicken wir direkt mal auf den Gegner, nämlich Braunschweig. Ein sehr, sehr sympathischer Verein dementsprechend, mit dem wir uns auch ganz gut verstehen. Auch dementsprechend wird das Stadion ausverkauft sein und man wird einen neuen Zuschauerrekord feiern, nachdem man nochmal 200 Plätze erweitert hat beim FCM auf den Tribünen. Ja, und dementsprechend kann man sagen, sind auch diese interessanten Spieler direkt dabei, denn ja, zwar im Braunschweig, was letztes Jahr auf Platz 16 war, mit 35 Punkten, 8 Siegen, 11 Unentschieden und 15 Niederlagen, wiederum aber mit Schlüsselspielern, die dieses Jahr anders sein werden. Meiner Meinung nach habe ich hier Tempelmann, Hoffmann und Yadimshi aufgeschrieben. Spielsystem habe ich ein bisschen umgeändert in 3-4-3, mal schauen, ob er das wirklich spielen wird. Ich glaube, das gegen FCM theoretisch klug. Verletzte gesperrte Spieler sind Rebiger, also dementsprechend haben wir nur einen hier zu bieten. Also haben sie damit auch wirklich eigentlich fast das ganze Potenzial, woraus sie schöpfen können. Und dementsprechend eigentlich eine ganz, ganz interessante Kadersituation und dementsprechend muss man auch schauen, was genau passiert. Und hier kommt direkt die Startelf, die mögliche Startelf. Ich sehe Hoffmann im Tor, das ist relativ klar. Bräunig, Köhler und Frenkert in der Innenverteidigung. Köhler ist ja Kapitän. Sanchez sehe ich links außen, anstatt als Linksverteidiger. Häuser, Tempelmann im Mittelfeld. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Wahl. Aydin rechts außen sehe ich persönlich da ein bisschen im Fortschritt. Marie links außen, der hat auch öfters in der Vorbereitung gespielt. Könnte vielleicht auch einer der überraschenden Spieler in der Startelf sein. Conte rechts außen, wie gesagt, der hat mir unglaublich gut gefallen in der Relegation. Dementsprechend würde ich ihn hier aufstellen. Und Yadimshi natürlich, der als neuer Stürmer zur Eintracht kam, perfekt für ein Fiedler-System. Blick auf unseren Club, damit dann dementsprechend alles, was bei uns ansteht, wie unsere letzte Saison war und auch wie wir spielen werden. Dann kommen wir noch zu den Schlüsselduellen, so wie immer. Wie gesagt, wenn ihr hier auch Vorschläge habt, was ihr noch gerne wissen wollt zur Spieltagsvorschau oder was unnötig ist, gerne einfach in die Kommentare, dann bearbeite ich das gerne. Dann haben wir dementsprechend auch ein bisschen mehr Alternativen und neue Sachen. Ich habe das hier aber erstmal so gelassen, weil ich das so eigentlich ganz gut per Überblick fand, auch perfekt zeitlich gemessen meiner Meinung nach. Deswegen starten wir jetzt rein. Und der FCM konnte letzte Saison 53 Punkte aus 34 Spielen holen. Top-Ergebnis. 14 Siege, 11 Unentschieden und 9 Niederlagen dementsprechend. Schlüsselspieler dabei sind dann Kars, Mathisen und Artig. Die Saison habe ich mich entschieden, erstmal so zu beginnen. Ich wollte Ulrich aufstellen, habe ich mich aber noch dagegen entschieden. Spielsystem wird das 3-4-2-1 sein, dementsprechend Fiedler-System. Also ein bisschen umgeändert zu dem Tietz-System, auch wenn das sehr, sehr ähnlich ist. Verletzte gesperrte Spieler Heber, Lurik und Stahlmach. Und tatsächlich auch Meier, ihn habe ich aber nicht aufgezählt, weil er eher zur U23 gehört und da dementsprechend die Tendenzen eher hingehen. Und er ist sowieso gesperrt, ist unverletzt, also beides. Mögliche Startelf, Kars haben wir im Sturm. Reimann im Tor. Ich sehe in der Innenverteidigung aktuell Müller vor Hoti. Mathisen und Hugonet dann noch dazu. Musunda sehe ich links außen, der hat mir richtig gut gefallen in der Vorbereitung, vor allem gegen Wolfsburg war er richtig stabil. Knacker Ulrich im Achterfeld, beziehungsweise Mittelfeld auf der 8. Neuenberger rechts außen sehe ich dann hier. Bars und Artig als ZOMs. Wie gesagt, ich würde Bars die Chance geben. Pesch ist noch nicht so drin in den Trainingseinheiten, gerade mal 4 Trainingseinheiten gemacht, muss es noch ein bisschen zur Mannschaft finden. Also würde ich hier dementsprechend noch mit Bars gehen. Herrscher fand ich sehr, sehr schlecht gegen Wolfsburg, deswegen würde ich ihn hier noch nicht aufstellen, erst wenn er wieder ein bisschen besser spielt. Kars, wie gesagt, im Sturm. Ich glaube, das ist schon eine geile Startelf. Vor allem Bars würde mich sehr interessieren in der Startelf. Ich denke mal nicht, dass er da auch wirklich spielen wird. Wie gesagt, ich würde es mir wünschen. Aber ich denke mal, er kommt dann aber nach 60, 70, 80 Minuten rein. Mal schauen. Schlüsselduelle. Das ist auch noch ganz interessant. Ich sehe Mathisen gegen Hugonet als sehr, sehr interessantes Mathisen und Hugonet gegen Yadimshi als interessantes Duell. Ulrich gegen Tempelmann wird das Mittelfeld entscheiden, mit Genager dazu vielleicht noch. Und Kars gegen Köhler, der Kapitän von Braunschweig, auch nochmal ein ganz interessantes Ding. Ob sie die wilden, dribbelstarken Außen- oder auch ZOMs oder ZMs stoppen können, wird sehr, sehr interessant. Du hast da nochmal ein bisschen mehr
junge Wilde drin bei uns jetzt. Und mein Tipp ist 2-1. Wie gesagt, ich unterschätze Braunschweig überhaupt nicht. Ich finde, die haben eine richtig geile Startelf. Auch wie man das an dem Namen hat lesen können, sind da echt bekannte Jungs dabei. Und auch Jungs, die es früher schon gezeigt haben, dass sie es können. Wenn es eine eingespielte Mannschaft ist, dann können die wirklich eine sehr, sehr krasse Überraschung in der Liga sein. Und damit erwarte ich das auch hier. Und ich denke mal, ein 2-1 knapper Sieg könnte definitiv drin sein. Unentschieden würde ich persönlich auch noch mitnehmen. Einfach nur, um erstmal reinzukommen mit Fiedler. Eine Niederlage wäre schlecht für die Motivation und auch, glaube ich, über Social Media kommt das nicht so gut an und allgemein. Mal schauen, was kommt. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, das würde mich riesig freuen. Ich werde wieder sehr wahrscheinlich einen Stadion-Vlog machen. Checkt den dann gerne ab und damit auf geht's zum Sieg. Die zweite Liga ist zurück, ich freue mich riesig und dann bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.